beiden Metallteile der Schubstrebe und dieser Passscheibe dürfen sich nicht berühren. Sicherrolle, Stoßdämpfer, zwei Sachen. Prüfen auf Ölspuren, ölnass, in dem Fall keine Ölspuren, Stoßdämpfer dicht. Und unten das Befestigungsauge, kein Spiel, gar nichts, ist okay. Das gleiche auch vorne. Hinterachse, Schubstrebe, das hier, sind hier drin zwei Gummilager. Und die sollen möglichst rissfrei oder leichte Risse sind normal. Die beiden Metallteile der Schubstrebe und dieser Passscheibe dürfen sich nicht berühren. In dem Fall hier ist okay. Beide Seiten, hier und hier ist Spiel da. Hier machen wir eine Sichtkontrolle der Schubstrebe der Hinterachse. Das ist der vordere Aufnahmepunkt. Prüfung, Sichtkontrolle und Prüfung auf Rissbildung und Verformung. Der sieht in dem Fall gut aus. Da ist kein Handlungsbedarf. Diese Schraube, beim unteren sind es 2 Stück, prüfen auf Festigkeit. Auch die 4 Schrauben zur Befestigung am Fahrschemel. Diese 4. Auch ab und zu mal nachprüfen, ob sie fest sind. Das gleiche bei dem oberen Querlenker. Die Verschraubung prüfen und vor allen Dingen die Verschraubung prüfen. Das gleiche bei oberen und unteren Querlenker. Die Gummiabdichtungen, dass kein Abschmierfett aus den Schmierstellen oder kein Dreck eindringen kann. Sind unten 2 und oben 2. Hier bei dem Antriebsflansch darf kein Öl rauskommen. In dem Fall hier ist es normal, es ist nur ölfeucht. Hier sehen wir gerade den Spurstangenkopf, der Spurstangenkopf und die Manschette. Sichtkontrolle, die Manschette darf hier keine Risse haben, weil sonst dringt Dreck ein und der Spurstangenkopf geht ganz schnell kaputt. Und jetzt können wir auch, sprich auf Spiel, an dieser Stelle und an den anderen Lenkungsübertragungsteile. Dieser Spurstangenkopf hat kein Spiel, der ist okay.